Hallo meine Lieben, heute im Adventskalender drin war ein kleiner Bus und ich dachte sofort an Reisen und was ich da für eine Idee hatte, das zeige ich euch gleich nach dem Intro. Als ich das Motiv für heute gesehen habe, dachte ich sofort an einen Reisegutschein. Und da dachte ich mir, passt doch wunderbar, wenn man da symbolisch eine Reisehülle macht. Und da habe ich schon ein bisschen Filz zugeschnitten. Das ist so ein Beige-Ton. Und zwar habe ich hier von der Höhe her sind die 3 Teile 17 cm und das hier von der Länge ist 26 cm und die beiden sind 4 cm, weil ich will die hier an den Rändern dran machen oder drauf nähen, damit man da was reinstecken kann, wenn das dann geschlossen ist. Dann habe ich mir gedacht, als Verschluss mache ich hier noch ein Gummiband rein und ich dachte, das gibt einen schönen Kontrast, wenn ich hier ein rosa Band nehme. Und dann dachte ich mir, weil das eh schon beige ist, das rosa, dann passt auch hier dieses Braun für den Bus wunderbar dazu. Weil ich hatte irgendwie, ich habe zuerst schwarz angeguckt, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, es ist ein bisschen zu hart. Und war mir nicht ganz sicher. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, weil was man machen könnte, ist den Bus in rosa halten, was dann zum Gummiband passt. Und das war hier so ein Chocolate, oder ich kann auch gucken, ich habe glaube ich noch dieses dunkelbraun. Gucken wir das noch an. Genau, das ist dann das hier. Dann hätte ich diese Kombi, das heißt es geht sehr ins Dunkle, fast in Schwarz, aber passt dann halt einfach zum Beige, weil es eben auch in diesem Braun drin ist und das Rosa passt dann eigentlich auch zu beiden dazu. Machen wir es so. Ich nehme dunkelbraun und ihr seht es auch schon, ich verwende, also ich habe so ziemlich jede Farbe von den PS-Filmen von Caesar, die Easy Weed, und man findet immer wieder eine Gelegenheit, wo man dann sieht, na, das wäre jetzt besser. Von dem her habe ich einfach ein kleines, quasi einen kleinen Vorrat von allen Farben. Das ist das erste. Das Filz selber ist ein 3 mm Filz. Das habe ich einfach hier in Stuttgart an der Messe gekauft. www.fideco.de ist die Adresse, die hier drauf steht. Das ist einfach ein Pack an verschiedenen Farben. Finde ich schön, weil es eben so ein bisschen starr ist. Genau. Das ist eigentlich alles, was wir für dieses Projekt brauchen. Den Gummizug habe ich noch nicht geschnitten. Ich werde das so abnähen und hier mal starten damit. Das heißt, das hier dazwischen klemmen und in einer Ecke anfangen und hier rüber nähen. Und wenn ich dann hier rum bin und hier unten angelangt bin, kann ich dann gucken, wie viel Spannung ich brauche, wenn ich das zusammenlege, dass es dann unten auch reingeht und ich trotzdem so ein bisschen Spannung auf dem Band habe. Natürlich nicht zu stark, nicht, dass das Ganze dann sich zusammenklappt, aber darf schon ein bisschen Spannung haben. Weil hier vorne haben wir durch diese 2 x 3 cm Filz haben wir schon eine Erhöhung im Vergleich zum Rest, aber da kommen ja dann Sachen rein, von dem her würde ich sagen, passt das trotzdem wunderbar. Ich werde das nicht mit einem Gradstich nähen, sondern einen Zierstich nehmen, weil ich das von außen nähe. Das heißt, hier werde ich entlang nähen. Und weil man das eben so gut sieht, dachte ich, das sieht eigentlich schöner aus, wenn man da einen Zierstich nimmt. Und vom Faden her nehme ich dann aber trotzdem eine Farbe, die nicht zu stark einen Kontrast hat, weil wir eben mit dem Braun und dem Rosa schon 2 Farben haben. Nehme ich da einfach so ein passendes Garn dazu.
Genau, das heißt, ich fixiere mir die beiden oben und unten hier drauf, kurz, damit mir das dann auf der Maschine nicht verrutscht. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance. Und hier beim Band gucke ich, dass es ca. 2 cm Überlappung hat. Forgot and days of old lang syne. Und genauso kann ich das an der Nähmaschine kurz abnähen. Das heißt, ich werde, weil hier ist ja meine Rückseite, das heißt, ich fange hier kurz bevor diese Überlappung anfängt, circa hier, fange ich an, denn dann nähe ich hier drüber, damit ich das mit vernähe, dann gehe ich hier rauf und bevor ich hier das dann nähe, spanne ich das Band, schneide das entsprechend ab und mache das zwischen die beiden Lagen und dann nähe ich ganz einfach weiter, bis ich dann wieder am Anfang angelangt bin. Und genau das nähe ich kurz. For old lang syne, my dear, for old lang syne, we'll talk a cup of kindness yet for days of old lang syne. And here's a hand, my trusty friend, and here's a hand of thine. We'll talk a cup of kindness yet for old lang syne. For old lang syne, my dear, for old lang syne, we'll talk a cup of kindness yet for old lang syne. So, ich habe dann irgendwann auch gemerkt, dass es nicht die intelligenteste Idee war, gleich beim Gummiband zu starten, weil das musste ich dann die ganze Zeit spannen, während ich den Rest genäht habe. Von dem her fangt besser auf der Seite an, wo ihr das Gummiband nicht habt. Das geht wesentlich einfacher. Und das andere, was ich auch gemerkt habe, ist, dass mein Zierstich auf der Rückseite wesentlich schöner aussieht. Und deshalb habe ich das nicht von oben genäht, sondern tatsächlich von unten, also von innen drinne, weil der sieht tatsächlich so jetzt außen wesentlich schöner aus. Genau. Somit haben wir hier schon die Hülle, wo doch reichlich was Platz drin hat. Und man kann das eben hier dann quasi reinmachen auf beiden Seiten, damit es da nicht rausfällt. Ihr könntet, wenn ihr wolltet, natürlich auch ein Stück machen, was auf beiden Seiten entlang geht, plus hier unten noch, dass ihr noch mehr Einsteckmöglichkeiten habt. Aber hier jetzt mit dem 3 mm Filz hatte ich das Gefühl, habe ich schon reichlich Material. Und jetzt sollten wir ja noch was drauf machen. Ich kann mich gerade echt nicht entscheiden, ob es wirklich dunkelblau sein soll oder rosa. Von dem her mache ich das Motiv jetzt einfach zweimal, weil dann kann ich es draufhalten und dann bin ich mir wirklich sicher. Und von der Größe her gucke ich hier. Ich würde sagen 7,5. Dann kommt es ein bisschen vor dem Gummiband, aber nicht hier, also hier auch nicht komplett in die Wölbung rein. Ja, machen wir 7,5. Oder machen wir 8? Ne, wir machen 8.
8, einmal in braun, einmal in rosa. Ich wurde in den letzten Videos auch immer wieder gefragt, woher ich die Dateien habe. Das sind die von Stickherz, vom Adventskalender. Da hatte ich Ende November ein Video gemacht, dass ich eben den ganzen Dezember mit Dateien von Stickherz, von der Mia arbeiten werde, gemäß ihrem Adventskalender. Und heute war eben dieser Bus drin. Das heißt, ich kann dann da auf den Adventskalender gehen, den ich gekauft habe. Ist eine Dropbox. Ein Dropbox-Link und kann die Datei herunterladen. Ich habe hier das SVG heruntergeladen und dann kann ich hier bei Hochladen auf Dateien durchsuchen gehen und da in dem Ordner, wo ich das abgespeichert habe, kann ich das wiederholen. Und das wird dann quasi in eure hochgeladenen Bilder gespeichert und da könnt ihr das dann auswählen und auf den Arbeitsplatz nehmen. Genau, das habe ich schon gemacht, von dem her habe ich den Bus hier schon. Und ich hatte gesagt, Maximum 8 cm soll der groß sein. Hilft, wenn man was auswählt. Ich spiegele das jeweils hier schon, kann man auch nachher machen, aber ich habe mir das einfach so angewohnt, dass ich das immer mache. Und da ich ja jetzt eben 2 Farben nehmen will, dupliziere ich den auch noch kurz. Ich muss kurz gucken, dass das nicht nur gruppiert ist, sondern wirklich verbunden ist, sonst platziert ihr die Punkte irgendwo. Von dem her sicherheitshalber mache ich da nochmal verbinden. Und dasselbe hier bei dem verbinden. Und dem gebe ich eine andere Farbe, damit es dann auf eine andere Matte kommt. Nehmen wir gleich rosa. Genau, eigentlich schon alles, was ich machen muss. Das heißt, ich kann auf Herstellen gehen, auf der Schneidematte bestätigen und da kann ich weitergehen, die Cricut Joy Extra auswählen und eigentlich hatte ich mir das als Favorit angelegt, aber irgendwie will er nicht, weil die Caesar-Folie schneidet sich wunderbar, zumindest bei mir, mit dem Everyday Iron-On. Da müsst ihr natürlich, wenn ihr mit einer Folie zum ersten Mal schneidet oder mit einem Gerät zum ersten Mal schneidet, einen Testschnitt machen. Ich weiß aber, dass das hier wunderbar funktioniert. Der sagt jetzt hier eben nochmal spiegeln. Muss ich nicht, weil ich eben das schon gespiegelt habe. Dann sagt er, ich soll die Feinschnittklinge und das Material laden. Dann mache ich hier eben die Folie. Die glänzige Seite muss unten sein. Mache ich hier auf die Matte drauf. Ich habe natürlich geguckt, dass das Stück groß genug ist für das Motiv, was ich habe. Dann können wir die Cricut Joy Extra nehmen, die Matte einziehen lassen. Der guckt, ob die Matte gerade ausgerichtet ist. Das heißt, er spult ja mal nach hinten und dann wieder nach vorne. Und dann kann ich hier auch schon los sagen. Wenn er fertig ist, sagt er das. Dann kann ich auf OK klicken und das Ganze rausnehmen. Die zweite Folie drauf machen. Dann hier auch wieder dieses Everyday Iron-On auswählen, Matte laden. Während der noch schneidet, kann ich hier auch schon entgittern. Wunderbar, das hat auch gerade gepasst, weil ich bin mit Gittern vom ersten Motiv auch schon fertig. Können wir sie sagen, auswerfen.
Und dann war es das auch schon mit dem Plotten, es sei denn, ich entscheide mich nochmal um betreffend der Farbe. Kann passieren. And never brought to mind. Should old acquaintance be forgot and days of old lang syne for old lang syne. So, und jetzt kommt die Gretchenfrage, welche Farbe nehmen wir? Ich mache erstmal das Rosa drauf. Sieht ja schon sehr cool aus. Gucken wir aber trotzdem noch das zweite an. Das hilft gerade nicht. Ich kann auch einfach beide verpressen. Eins innen und eins außen. Geht auch. Ne? Eins. Oder hier drüben. Eins außen, eins innen. Oder hier oben. Wäre ja auch cool. Dann macht man es auf, dann hat es hier drinnen einen Bus und außen einen Bus. Wir machen es so. Einfach, weil ich mich nicht entscheiden kann. Das heißt, ich hole noch kurz die Mini Heat Press, damit wir das aufpressen können. Ich habe die Mini Heat Press auf eine 2 eingestellt und mir auch ein Stück Backtrennpapier geholt, weil ich damit den Filz so ein bisschen auch schützen kann oder schonen kann. Und diese Folie ist für 15 Sekunden, 155 Grad. Deshalb habe ich auch die zweite Stufe eingestellt. Und ich gehe jetzt hier einfach mal so in leichten Bewegungen, damit ich nicht so lange auf einer Stelle beim Filz bin. Und zähle quasi im Kopf die Zeit. Und dann können wir mal gucken, ob das schon hält. Hält noch nicht ganz, aber so kann ich jetzt einfach mit dem Backtrennpapier hier quasi drüber und das noch fixieren. Geht einfach darum, dass ihr nie mit der Hitze direkt auf die Folie drauf geht, weil es ist quasi ganz dünner Plastik und das würde euch sofort schmelzen. Aber so ist das wunderbar drauf. Dann können wir eben noch das zweite machen. Jetzt kann ich das hier noch richtig platzieren. Moment. Ich würde sagen, so ist es richtig. Und die Folie ist heiß oder kalt abziehen. Da müsst ihr natürlich dann auf eure Folien gucken, was da angegeben ist. Und so einfach ist es auch schon gemacht. Na, wir haben innen drinne den Bus. Das sieht so aus. Falls ihr euch selber auch nicht entscheiden könnt, na, jetzt habt ihr zwei Varianten, damit ihr seht, wie das aussieht. Und außen haben wir den dunkelbraunen. Ich kann es euch echt immer noch nicht sagen, was mir besser gefällt. Von dem her bin ich froh, habe ich jetzt beide Varianten hier drauf. Einmal dunkelbraun und innen drin rosa. Und das war auch schon die Idee für heute, so eine kleine Reisehülle zu machen, wo man irgendwelche Tickets oder den Reisepass und solche Sachen reinmachen kann. Und eben die Hülle selber mit einem Gummiband zusammengehalten und hier mit einem Zierstich genäht. Gibt, wie ich finde, einfach auch nochmal so ein bisschen was her. Und da rein werde ich dann eben einen kleinen Umschlag mit dem Gutschein für einen kleinen Städtetrip reinmachen. Ja,
das war die Idee. Ich hoffe, euch hat die Idee gefallen, dass das Video hilfreich war für euch und dass es euch natürlich auch gefallen hat und dass ich euch morgen in meinem nächsten Video wiedersehe. Bis bald!